Hallo zusammen, ich bin's mal wieder, euer Michael, und ihr habt vielleicht schon mein erstes Video zur R5 Mark II gesehen, wo ich so ein bisschen auf Tipps und Tricks eingegangen bin, einfach zur Grundkonfiguration von der Kamera. Heute möchte ich euch einfach ein Video zeigen, wo ich ein bisschen auf die speziellen Funktionen der Kamera eingehe. Sowas wie Focus Bracketing oder eben die Pre-Capture-Aufnahme, also die Voraufnahme beim Fotografieren. Und da wollen wir einfach mal direkt anfangen. Ihr seht, ich habe die Kamera hier wieder an meinem Atomos Ninja 5 angeschlossen, sodass ihr mein Menü einfach sehen könnt. Das sehen wir jetzt hier mal. Ich kann so ein bisschen scharf stellen. Wir gehen also mal ins Menü und ich sag's mal so, wenn ihr mein anderes Video noch nicht gesehen habt und die Kamera jungfräulich ist, dann schaut euch vielleicht zuerst das andere Video an, um die Kamera Grund zu konfigurieren. Wir gehen jetzt hier zu den Spezialeinstellungen. Deswegen hier wird schon einiges eingestellt sein, was ihr so vielleicht standardmäßig von Werk aus nicht habt. Dann guckt das andere Video. Ansonsten können wir hier direkt loslegen. Wir sind hier also im Menü und gehen hier erstmal im roten Aufnahmemenü auf Seite 6 und finden hier den Punkt Voraufnahme. Ihr habt hier einfach die Möglichkeit, den Voraufnahmemodus zu aktivieren, also den Pre-Capture-Modus. Ich schaue mal, ob das jetzt hier vielleicht angezeigt wird. Ihr seht es oben links im Bild, da steht jetzt hier Pre, und wenn ich hier am Fokussieren bin, den Auslöser also halb drücke, dann seht ihr, wie die Bufferdaten runtergehen und die Kamera schon eine Voraufnahme gespeichert hat. Ihr könnt das Ganze hier im Menü, ihr seht es, nicht weiter groß konfigurieren. Das heißt, ihr könnt euch so weit das Ganze konfigurieren, dass ihr die Bilder pro Sekunde Einstellungen anpasst und dadurch natürlich eine andere Zeit und eine andere Anzahl von Bildern in der Voraufnahme habt. Weiter lässt sich das Ganze hier aber erstmal nicht konfigurieren. Da kommt vielleicht früher oder später mal noch ein Firmware-Update, wo sich das dann hier noch ein bisschen detaillierter vielleicht einstellen lässt. Vielleicht könnt ihr da dann die Anzahl der Bilder und die Zeit genauer festlegen. Aktuell geht es nicht. Ihr habt hier einfach nur den Punkt Voraufnahme. Wie gesagt, auf Seite 6 könnt ihr das Ganze hier aktivieren. Ihr habt hier auf Seite 6 auch noch die Möglichkeiten, Intervalltimer einzustellen. Ihr könnt dann hier mit dem Druck auf Info die Einstellung festlegen. Also ihr könnt hier eine Zeit in Stunden, Minuten, Sekunden einstellen und die Anzahl der Aufnahmen. Und dann macht euch die Kamera einfach eine Intervallaufnahme. Das findet ihr, wie gesagt, im Menü 6 direkt unter Voraufnahme im Punkt Intervalltimer. Auf Seite 5 im Menü habt ihr dann noch die Möglichkeit für eine Mehrfachbelichtung und für den Focus Bracketing Modus. Und hier könnt ihr das Focus Bracketing aktivieren und dann auch hier alle Einstellungen vornehmen, welche ihr dafür braucht. Also sowas wie die Anzahl der Bilder, die Fokusabstufung und die Tiefenkombinationen und so weiter. Also hier lässt sich einfach alles fürs Focus Bracketing einstellen. Ihr findet den Punkt, wie gesagt, auf Seite 5 im roten Aufnahmemenü. Ein wichtiger Punkt auch noch, was euch die R5 Mark II bietet und auch die R1, aber da gehen wir dann mal später noch drauf. Die R5 Mark II bietet euch ja einen augengesteuerten Autofokus und den müsst ihr auch erst übers Menü aktivieren und natürlich auch konfigurieren bzw. kalibrieren. Das Ganze findet ihr im grünen Menü. Auf Seite 4 habt ihr hier den Punkt Augensteuerung. Die ist standardmäßig auf ausgestellt, die lässt sich hier dann aktivieren und dann lässt sich hier eine Kalibrierung durchführen. Und da könnt ihr dann das Ganze einfach auf euer Auge anpassen. Also so, dass das nachher wirklich sehr gut funktioniert. Jetzt ist es so, ich habe gehört, dass es nicht mit jedem Auge funktionieren soll. Ich hatte das Glück, dass es auch an der R3 schon bei mir perfekt funktioniert hat. Und der Modus bietet euch einfach eine AF-Steuerung auf einem ganz anderen Level. Ihr könnt damit so viel besser, schneller den AF-Punkt festlegen. Gerade im Bereich Sport zum Beispiel, bei mir zum Beispiel im Basketball, ist es einfach so viel einfacher, einen passenden Spieler zu fokussieren. Es ist wirklich was, was die Kamera schon deutlich weiterbringt. Und es freut mich auch ein bisschen, dass die R5 II das jetzt hier so bekommen hat. Ihr findet den Punkt, wie gesagt, im grünen Menü auf Seite 4 unter Augensteuerung. Und was die Kamera dann auch noch hat, ihr könnt Gesichter registrieren. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel auf einer Hochzeit seid und ihr wollt immer das Brautpaar bzw. die Braut oder den Bräutigam scharf im Bild haben, gerade bei einem Gruppenfoto ist das ja so ein Thema, dann könnt ihr die Gesichter in der Kamera registrieren und die Kamera wird versuchen, immer auf diese Gesichter zu fokussieren. Das Ganze findet ihr auch wieder im Menü, im rosa AF-Menü. Auf Seite 2 findet ihr den Punkt Personenpriorität registrieren. Und hier könnt ihr dann Personen auswählen. Ihr könnt entweder die Person fotografieren und registrieren
registrieren oder ihr könnt ein Bild auswählen, wo eben das Gesicht zu erkennen ist, sodass die Kamera das Gesicht sich abspeichern kann. Und wie gesagt, es hat halt natürlich auch einen großen Vorteil, gerade für Hochzeiten oder Gruppenfotos oder sowas, wo ihr bestimmte Personen auf jeden Fall scharf haben wollt. Den Punkt findet ihr, wie gesagt, im rosa AF-Menü auf Seite 2 unter Personenpriorität registrieren. Und hier finden wir dann auch gleich noch den Punkt Aktionspriorität. Die Kamera hat ja den Vorteil, dass sie bei aktuell 3 Sportarten, da sollen ja noch ein paar dazukommen, einfach einen besonderen Fokusmodus anwenden kann. Ihr findet das Ganze im rosa AF-Menü auf Seite 2 unter Aktionspriorität, könnt das Ganze hier erstmal aktivieren und dann die Sportart auswählen, also Fußball, Basketball, Volleyball. Und da versucht die Kamera ja dann einfach immer auf den Spieler mit dem Ball zu fokussieren. Das hat Vorteile, es kann aber auch ein bisschen verwirrend sein. So ist es zum Beispiel im Basketball, wenn mehrere Spieler einen Ball in der Hand halten, dann kann das einfach sein, dass die Kamera da durcheinander kommt, weil sie weiß natürlich nicht, welcher Spieler soll denn jetzt fokussiert werden. Alle haben einen Ball in der Hand. Also der Modus an sich funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Er hat aber so ein bisschen noch, ich nenne es nicht Schwächen, aber Eigenheiten, wo die Kamera natürlich auch nichts dafür kann. Aber an sich ist der Modus wirklich sehr, sehr gut und kann euch bei diesen 3 Sportarten, welche gerade verfügbar sind, wirklich einen sehr großen Vorteil bieten. Ihr findet das Ganze, wie gesagt, im rosa AF-Menü auf Seite 2 unter Aktionspriorität. So, und das war jetzt ein kurzes Video mit den wichtigsten neuen Funktionen von der Canon EOS R5 Mark II. Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen. Wie gesagt, wenn ihr von Anfang an anfangen wollt, dann guckt euch am besten mein anderes Video mit den Tipps und Tricks an. Da geht es von Anfang an los und ich gehe wirklich fast jede Einstellung mit euch durch. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wenn es so war, lasst mir ein Like da, abonniert den Kanal für weitere Videos und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao.